Das ist das Widmungskapitel aus dem Buch Eine Anleitung zum Leben eines Bodhisattvas von Meister Shantideva. So habe ich die Anleitung zum Leben eines Bodhisattvas fertiggestellt und bete, dass durch das Gute jedes Lebewesen diese Art des Lebens aufnehmen möge. Durch die Kraft dieser guten Tat möge auch jede einzelne Kreatur in Krankheit oder in Schmerz von Körper oder Geist in jedem Winkel dieses Universums in ein Meer von Glückseligkeit geworfen werden. Und solange sie herumwandern im Kreislauf eines leidenden Lebens, mögen sie niemals diese Glückseligkeit verlieren. Möge jeder von ihnen eines Tages die Glückseligkeit jenseits aller anderen erreichen und dort unendlich lange bleiben. Ich weiß nicht, wie viele Höllenreiche in unserer Welt verborgen sind, aber möge durch diese Kraft jeder Mensch, der in einem davon gefangen ist, stattdessen Freude finden in der Freude des Himmels der Freude. Mögen jene, die in der Kälte der Hölle frieren, in Wärme gehüllt sein, mögen unendliche Schauer sanften Regens aus riesigen Bodhisattva-Wolken fallen, um den brennenden Schmerz derer zu kühlen, die dort im Feuer leben. Möge sich der Wald der fallenden Messerblätter für diejenigen, die dort leben, in einen Lusthain aus schattigen Lauben verwandeln. Mögen die Dolche der Baumstämme von Shalmali stattdessen wie ein Wunschbaum sprießen. Mögen die Höhlen der Höllen plötzlich widerhallen vom sanften, süßen Gesang von Tauben und Nachtigall, von Rotkehlchen, graziösen Schwänen, Vögel jeder Art, angezogen von den sanften Wassern, die dort augenblicklich entspringen, bedeckt mit Lotusblüten, deren zarter Duft die Luft verhüllt. Mögen die Haufen glühender Feuerglut zu Bergen kostbarer Juwelen werden und der rote glühende Eisenboden der Erdboden einer neuen Welt sein, die in kristallenem Licht funkelt. Mögen die Berge, die zusammenstoßen und die Scharen hilfloser Menschen zwischen sich zermalmen, sich in die Palasttempel des Himmels verwandeln, die mit glückseligen Buddhas gefüllt sind. In dem Augenblick, in dem ich spreche, möge sich die große Herrschaft des verfaulten Schmutzes und der Stein aus massivem Feuer, Messer und Speeren in einen sanften, gleichmäßigen Schauer duftender Blütenblätter verwandeln. Und in den Höllen des Zornes, in denen die Menschen Steine und Stöcke an sich reißen, um sich damit gegenseitig aufzuschlitzen, mögen sie stattdessen Arme voller Blütenblätter sammeln, lachend, sich gegenseitig damit bewerfen. Ich sende die ehrfurchtsgebietende Kraft der guten Tat, die ich getan habe, auch an all jene, die in dem Fluss gefangen sind, der nicht überquert werden kann, eingehüllt in die dortige Höllenflamme, mit all der Haut und dem Fleisch, die von ihren Körpern weggerissen wurde, mit den Knochen, die im gleißenden Weiß des frisch gefallenen Schnees hervorstehen. Möge diese Kraft ihre Körper wieder wachsen lassen, in Form von göttlichen Engeln. Und dann mögen die Wesen in der Hölle innehalten und sich plötzlich fragen, warum haben die Schergen des Herrn des Todes und seine bösartigen Raben und Raubvögel sich nun abgewandt und sind vor uns geflohen? Welche glorreiche Macht hat die Nacht der Hölle in einen goldenen Tag verwandelt und uns in diesem Glück, dieser Kraft, dieser Glückseligkeit erstickt? Wer könnte solche Macht haben? Mögen sie ihre Augen heben und das Blaue des Himmels sehen und darin sitzen, der eine, der den Diamant in der Hand hält. Dann möge sich Freude in ihren Herzen ausbreiten, so mächtig, dass sie jedes Unrecht hinwegreißt, das sie je getan haben. So können sie sich erheben und mit diesem Buddha davonfliegen. Möge ein Regen von lieblichen Blütenblättern, vermischt mit kühlem und duftendem Wasser, in einem Lied herabsteigen und die Flammen der Feuer löschen, die in der Hölle brennen. Mögen die Wesen, die dort leben, ihren Blick dorthin richten und plötzlich von Glück überwältigt werden.
Und mögen sie sich dann denken, wer könnte so etwas getan haben? Und mögen sie sich umdrehen und den einen, der den Lotus in der Hand hält, vor sich sehen. Dann mögen die Höllenwesen eine Stimme hören, die zu ihnen ruft und sagt, kommt, meine Freunde, die ihr so weit weg seid. Werft eure Angst jetzt ab und kommt, seid an meiner Seite. Kommt zu dem einen, dessen Macht euch eure Qualen genommen und euch in Freude gestürzt hat. Und wenn sie ihre Augen auf dessen einen richten, auf sanfte Stimme selbst, möge jedes elende Geschöpf dort in ein Lied ausbrechen, ein Lied, das durch die Höllen schallt, ein Lied, das singt, du bist der Bodhisattva, der jedes einzelne Lebewesen beschützt, überwältigt von deiner Liebe zu ihnen. Du bist der göttliche Jüngling mit deinen fließenden Locken, in Licht flammender Körper. Wie kann es sein, dass du zu uns gekommen bist und hier den Schrecken zerschlagen hast? Bist du nicht der eine, zu dem tausende Götter laufen würden, um mit den Scheiteln ihrer Häupter deine Lotusfüße zu berühren, der eine, dessen Augen in Tränen des Mitgefühls für uns glänzen, der eine, auf den ein ständiger Schauer von Blütenblättern fällt. Seht ihn oder sie jetzt, umgeben von Palästen voller Scharen himmlischer Jugendlicher, die ihr Loblied singen. So möge es geschehen, dass durch die Kraft des Guten, das ich getan habe, jedes leidende Wesen in der Hölle jetzt tief in Glück gehüllt ist, dasteht und auf Wolken starrt, wie sie sich über ihm versammeln. Und die Realität des Bodhisattvas, deren Name schiere Exzellenz und der Rest ist. Unbedeckt in vollem Licht senden sie Regenschau auf sie herab, der ihnen Glückseligkeit bringt, kühler, weicher Regen, Regen vom feinsten Duft. Und möge durch diese Kraft jedes Wesen, das im Tierreich lebt, von dem Schrecken befreit werden, sich gegenseitig aufzufressen. Mögen jene, die als gierige Geister leben, ein Leben in Frieden und Überfluss genießen, wie die Menschen auf der Insel der schrecklichen Stimme. Möge ein Strom von Milch aus der Hand des Herrn der Macht herabfließen, des Verwirklichten, der eine, der mit liebevollen Augen blickt, und möge er die Geister, die gierig sind, erfüllen, indem er auch sie in einem sanften Bade wäscht und sie kühl und erfrischt zurücklässt. Und durch die Kraft mögen die Blinden ihre Augen öffnen und die Schönheit sehen, mögen die Tauben die Gesänge der Klänge hören, möge jede Frau ihr Kind gebären, wie Maya Buddhas Engelsmütter ihn geboren hat, ohne einen Hauch von Schmerz. Mögen jene, die nicht ausreichend bekleidet sind, plötzlich bekleidet werden. Mögen die Hungrigen sofort mit Nahrung gesättigt werden. Mögen jene, die jetzt unter Durst leiden, feines, frisches Wasser und andere köstliche Getränke trinken. Mögen andere arme Menschen all das Geld finden, das er braucht. Mögen jene, die trauern, getröstet werden. Mögen jene, die die Hoffnung verloren haben, wieder Hoffnung und Sicherheit finden, die sie niemals verlassen wird. Möge jedes einzelne kranke Wesen in diesem ganzen Universum plötzlich und vollständig geheilt werden. Möge jede Art von Krankheit, die jemals einer lebenden Art bekannt war, jetzt und für immer verschwinden. Mögen alle, die in irgendeiner Art von Angst leben, sofort davon befreit werden. Mögen jene, die gefangen sind, freigelassen werden. Mögen jene, die unterdrückt wurden, an die Macht kommen, damit wir alle als Familie in Harmonie miteinander leben können. Mögen alle, die unterwegs sind, wohin auch immer, sicher sein und sich wohlfühlen, wo immer sie sich gerade befinden. Und mögen sie ohne die geringste Mühe am Ende ihrer Reise das finden, wofür sie ihr Zuhause verlassen haben. Mögen jene, die das Festland verlassen haben, um in Booten und Schiffen zu reisen, alles erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Mögen sie die Gefahren der Gewässer überqueren und dann sicher in ihre Heimat und in die Arme von Freunden und Familie zurückkehren. Mögen jene, die eine unfruchtbare Wüste durchqueren oder sich verirrt haben, die verloren herumirren, auf neue Gefährten stoßen und ihre Wege leicht und ohne zu ermüden finden, ohne die geringste Gefahr von Dingen wie Dieben oder wilden Tieren. Mögen heilige Engel kommen und all jene beschützen, die in Angst leben, die nirgendwo hingehen können und keinen Weg zu beschreiten haben.
kleine Kinder, alte Menschen, jene, die niemanden haben, der ihnen hilft, jene, die nicht schlafen können, jene, die Sorgen haben und die Geisteskranken. Mögen sie jedes Leben, das sie noch zu leben haben, frei von jedem Hindernis für ein spirituelles Leben verbringen. Mögen sie starke Gefühle des Glaubens und der Weisheit und eine vollkommene Fähigkeit für Liebe finden. Mögen ihre körperlichen Bedürfnisse erfüllt werden. Mögen sie ein gutes Leben führen. Mögen sie alles besitzen, was sie brauchen, für immer, ohne eine Unterbrechung, als ob sie den Schatz des magischen Himmels besäßen. Mögen sie zusammenleben, ohne sich jemals zu streiten, ohne einander jemals zu verletzen, und mögen sie stattdessen die Freiheit genießen, so zu leben, wie sie es wollen. Möge jeder Mensch, der klein oder schüchtern ist, der kein Vertrauen hat, stark und voller Anmut werden. Mögen jene, die ein Leben in Not gelebt und darunter gelitten haben, körperlich in strahlender Gesundheit genesen. Mögen all jene, die an einem Ort in der Gesellschaft leben, wo sie nicht richtig behandelt werden, diesen für immer in eine ideale Position verwandeln. Mögen jene, auf die man herabblickt, hoch erhoben und ihre arroganten Freunde zu Boden gestürzt werden. Durch das Gute, das ich getan habe, möge jedes einzelne leidende Wesen, jeden einzelnen schädlichen Gedanken oder jedes schädliche Wort oder jede schädliche Tat aufgeben und stattdessen Gedanken und Worte und Taten der Tugend aufnehmen. Mögen diese Wesen nie aufhören, nach dem höchsten Ziel für andere zu streben, und mögen ihre Herzen vom Strom des liebevollen Führen mitgerissen werden. Mögen sie jede Art dunklen Verhaltens aufgeben und in der Obhut eines jeden heiligen Wesens bleiben. Möge jede lebende Seele sich eines unermesslich langen Lebens erfreuen und so für immer einen Zustand ständiger Glückseligkeit leben, sodass selbst das Wort Tod nie wieder ausgesprochen oder gehört wird. Mögen sich alle Orte, die es gibt, in jeder Welt, die es gibt, augenblicklich in Gärten von eleganter Gestaltung verwandeln, voller Bäume, die jeden Wunsch erfüllen. Mögen die Erleuchteten zusammen mit ihren Töchtern und Söhnen zwischen den Bäumen wandeln und das süße Lied des Dharma singen. Und an jedem dieser Orte möge das Fundament, die Erde selbst, aus scharfen Steinen und dergleichen in den himmlischen Boden aus Lapis Lazuli verwandelt werden, so glatt wie die Innenseite einer Hand und weich, um darauf zu gehen, und wie ein kostbares Juwel, das denselben Boden schmückt. Mögen all die geheimen Welten, die es gibt, und all das Gute in ihnen auf diesen neuen, entdeckten, von Kriegerengeln bevölkerten Ländern bleiben, und mögen auch alle, die leben und atmen, den Gesang der Vögel hören, den Wind in den Bäumen, das Licht der Sonne und den Himmel selbst, und ihnen eine endlose Rhapsodie der heiligen Lehren vorsingen. Und wo immer sie hingehen, mögen sie immer den Erleuchteten begegnen und ihren Kindern, die nach Erleuchtung streben. Mögen sie diese Lamas, die höchsten aller Wesen, mit endlosen Schauern von Opfergaben ehren. Mögen die Herren des Himmels Regenfälle zeitgerecht senden, damit reiche Ernten eingebracht werden. Mögen alle Regierungen ihre Entscheidungen gemäß der Teachings fällen und so die ganze Welt gedeihen lassen. Möge jede Medizin die Kraft zum Heilen haben. Mögen die geheimen Worte alle Hoffnungen erfüllen. Mögen die Geister der Götter und die Geister der Krankheit gleichermaßen von Gedanken des Mitgefühls überwältigt werden. Möge kein einziges Lebewesen jemals wieder einen einzigen Schmerz empfinden. Mögen sie nie wieder Angst haben, nie wieder von einem anderen verletzt werden, nie wieder unglücklich sein. Mögen Orte des spirituellen Lernens gedeihen, gefüllt mit Menschen, die heilige Bücher lesen und sie laut singen. Mögen Gemeinschaften von spirituell Praktizierenden immer in Harmonie leben und mögen sie die hohen Ziele erreichen, für die sie zusammenleben. Mögen alle, die jemals die Gelübde eines Mönchs abgelegt haben, die Kunst der Einsamkeit meistern,
jede Art von Ablenkung ablegen, ihren Geist allmählich verfeinern und perfekte Meditation erlernen. Mögen Nonnen für immer Unterstützung für ihre körperlichen Bedürfnisse finden und ein Leben frei von Konflikten oder äußeren Bedrohungen führen. Möge jede Person, die jemals ordiniert wurde, sich in ihrem Moralkodex perfekt verhalten. Und möge jeder von denen, die diesen Kodex jemals gebrochen haben, bereuen, was er getan hat und immer daran arbeiten, das Karma zu bereinigen. Mögen sie dann zu einer höheren Geburt zurückkehren und in ihrem neuen Leben ihre spirituelle Disziplin nie wieder versagen sehen. Möge jeder Weise, der in dieser Welt lebt, die Ehre finden, die ihm gebührt, und immer die Nahrung und andere Notwendigkeiten erhalten, um die er bittet. Mögen sie immer darauf achten, dass ihre Herzen rein sind, und mögen sie sich einen guten Namen verdienen, der sich in der ganzen Welt verbreitet. Möge keiner dieser Menschen jemals wieder den Schmerz der niederen Reiche erleiden. Mögen sie in einer Stärke und über die Stärke der Götter hinausgehen, schnell und ohne die geringste Mühsal, den Zustand eines vollkommen Erleuchteten erlangen. Möge jedes leidende Wesen, das da ist, jeden Erleuchteten, der da ist, immer und immer wieder Gaben darbringen, und mögen sich die Erleuchteten für immer an dem erfreuen, was wir ihnen dargebracht haben, in unendlichen Wellen der Glückseligkeit. Möge jeder Plan, der im Herzen jedes Bodhisattvas ist, um jedem Lebewesen zu helfen, sich verwirklichen. Möge jeder all das bekommen, was die Erleuchteten, die uns beschützen, im Sinne haben, uns zu geben. Mögen jene, die den niederen Pfaden der Alleinverwirklichten erwarten und Zuhörer folgen, das Glück erlangen, das sie suchen. Und mögen wir uns durch die Güte von sanfter Stimme in einem Leben nach dem anderen daran erinnern, wer wir sind und was wir praktizieren, indem wir die weltliche Lebensweise immer wieder ablehnen, bis zu dem Tag, an dem wir die Ebene erreichen, die man intensive Freude nennt. Mögen wir die mystische Fähigkeit erlangen, von den niedersten Lebensmitteln zu leben und immer stärker und gesünder zu werden. Mögen wir in all unserem lebenden Reichtum des Lernens gewinnen, wie man in Einsamkeit lebt, mit nicht mehr als den kleinsten Bedürfnissen. Und wenn jemand sich jemals danach sehnt, ihn zu sehen oder ihm auch nur die geringste Frage stellen möchte, möge das Leichentuch, das seine Augen bedeckt, weggerissen werden, sodass der hohe Beschützer, der Herr sanfte Stimme, selbst augenblicklich erscheint. Wir arbeiten daran, die Ziele aller Lebewesen, die es in jedem Winkel dieses Universums gibt, zu erreichen. Und so mögen wir durch diese Kraft lernen, jedes einzelne der Dinge zu tun, zu denen sanfte Stimme fähig ist. Und mögen wir beschließen, hier zu bleiben, um daran zu arbeiten, den Schmerz jedes Lebewesens, das es gibt, bis zum letzten Tag dieses Universums zu beseitigen, bis das allerletzte leidende Geschöpf verwandelt ist. Möge jeder einzelne Schmerz, der auf ein einzelnes Wesen zukommt, nun stattdessen in mir reifen. Möge die große Gemeinschaft der Bodhisattvas ausströmen und sich über die ganze Welt ausbreiten, um für das Glück aller zu arbeiten. Die Lehren der Erleuchteten sind die einzige Medizin, die die große Krankheit der lebenden Art heilen kann. Sie sind die eine ultimative Quelle für jede Form des Glückes. Und so mögen die Lehren durch diese Kraft lange auf diesem Planeten bleiben, mit all der Unterstützung, die sie benötigen, mit all dem Respekt, den sie verdienen. Zuletzt verbeuge ich mich vor demjenigen, mit der sanften Stimme, der eine, der so freundlich war, mich die Wege der Tugend zu lehren. Ich verbeuge mich vor demjenigen, der so freundlich war, mich von Kindheit an zu erziehen. Ich verbeuge mich vor dir, mein spiritueller Führer.